Hello Trader. Ich bin Pia, euer KI-Assistent an der Pipdemy Academy. Robotergesicht habt ihr schon mal gesehen, wie Preise wellenartig steigen und fallen. Das ist Marktvolatilität und eines der besten Instrumente, um sie zu messen, sind Bollinger-Bänder. Heute zeige ich euch, was Bollinger-Bänder sind, wie sie funktionieren und wie ihr sie nutzt, um Handelschancen unter verschiedenen Marktbedingungen zu erkennen. Los geht's! Bollinger-Bänder bestehen aus 3 dynamischen Linien, Reißzwecke mittleres Band, ein einfacher gleitender Durchschnitt, SMR, üblicherweise über 20 Perioden. Reißzwecke oberes und unteres Band, aufgezeichnet über und unter dem mittleren Band, basierend auf der Preisvolatilität. Bei steigender Volatilität dehnen sich die Bänder aus. Bei sinkender Volatilität ziehen sie sich zusammen. Dies hilft Händlern, Marktbedingungen und mögliche Ausbrüche zu erkennen. Wenn der Kurs die obere Bandbreite berührt oder überschreitet, deutet dies oft auf einen überkauften Markt hin, eine mögliche Trendwende ist möglich. Ebenso deutet ein Kurs, der die untere Bandbreite erreicht, auf einen überverkauften Markt hin, in den Käufer einsteigen könnten. Handeln Sie jedoch nicht blind. Achten Sie vor dem Einstieg auf Bestätigungssignale. Wenn sich die Bollinger-Bänder zusammenziehen, bedeutet dies, dass sich der Markt in einer Phase geringer Volatilität befindet, aber eine große Bewegung bevorsteht. Reißzwecke ein Kursausbruch über das obere Band signalisiert einen bullischen Ausbruch. Reißzwecke fällt der Kurs unter das untere Band, deutet dies auf einen bärischen Ausbruch hin. Das Warten auf einen klaren Schlusskurs außerhalb der Bänder kann die Bewegung bestätigen. Eine der effektivsten Möglichkeiten, Bollinger-Bänder zu nutzen, sind Umkehrtrades. Nach einer starken Bewegung kehrt der Kurs oft zum mittleren Band 20 SMA zurück. Reißzwecke berührt der Kurs das obere Band und trifft auf ein Widerstandsniveau, ist dies ein Verkaufssignal. Reißzwecke berührt der Kurs das untere Band nahe der Unterstützung, ist dies ein Kaufsignal. Die Anwendung dieser Strategie mit Unterstützung und Widerstand verbessert die Genauigkeit. Bollinger-Bänder sind noch aussagekräftiger, wenn sie mit anderen Indikatoren zur Bestätigung kombiniert werden. Reißzwecke RSI Relative Strength Index ist der RSI überkauft, wenn der Kurs das obere Band berührt, verstärkt dies das Umkehrsignal. Reißzwecke Markt Moving Average Convergence Divergence bestätigt der Markt das Momentum bei einem Ausbruch, ist die Bewegung zuverlässiger. Die Kombination dieser Tools hilft, Fehlsignale herauszufiltern und die Handelsgenauigkeit zu verbessern. Bollinger-Bänder verfolgen die Marktvolatilität. Sie dehnen sich bei hoher Volatilität aus und ziehen sich bei niedriger Volatilität zusammen. Die oberen und unteren Bänder markieren überkaufte und überverkaufte Zonen und signalisieren mögliche Trendwenden. Squeezes sagen Ausbrüche voraus, die Kombination mit RSI oder Markt erhöht die Genauigkeit. Rakete Pipdemy hilft Ihnen, intelligenter zu handeln. Üben Sie weiter, wir sehen uns in der nächsten Lektion.